Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Mit dem Monat Mai steht auch das nächste Video zur aktuellen Lage in Kuba an. Wir betrachten den Wechselkurs, die aktuellen Einreisebestimmungen und Themen und Ereignisse, die zuletzt und aktuell in Kuba passiert sind. Bevor wir jedoch starten, checkt nochmal, ob ihr meinen Kanal bereits abonniert habt. Wenn nicht, dann nehmt euch vielleicht kurz die Zeit dafür. Ich danke euch. Wir starten wie immer mit dem aktuellen Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs auf dem internationalen Markt liegt bei 1:24. So werdet ihr es auch auf ja, jeder Umrechnungswebsite finden. Lasst euch aber davon bitte nicht irritieren. Der offizielle Wechselkurs für Handlungen in Kuba selbst liegt bei 120 Peso pro Dollar, abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Markt oder Wechselkurs besser gesagt, ist in den letzten Wochen weiter gestiegen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos liegt der Kurs inzwischen bei 385 Peso pro Dollar bzw. 390 Peso pro Euro. Damit sind die Werte innerhalb eines Monats um 45 Peso gestiegen. Auf Eltoque könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird also benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über deViajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular der Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass ist natürlich selbstverständlich. Viel mehr ist dann auch nicht mehr notwendig. Die kubanische Regierung plant, die traditionelle Touristenkarte durch ein neues elektronisches Visum, also das E-Visa, zu ersetzen. Dies soll es ja, Reiseveranstaltern und Endnutzern ermöglichen, ihre Anfragen von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät aus einfach zu verwalten. Die Umstellung soll die Beantragung der 90 Tage gültigen Touristenvisa vereinfachen und beschleunigen. Zudem wird das Verfahren umweltfreundlicher, da kein Papier mehr benötigt wird, sondern lediglich eine E-Mail-Adresse. Die Kosten und Bezahlmodalitäten für das E-Visum sind noch nicht bekannt, während die Touristenkarte ja bisher 25 Euro kostete. Die Einführung des E-Visums ist innerhalb des Zeitraums vom 6. Mai bis zum 30. Juni geplant. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die kubanische Regierung hat beschlossen, die Preise für Zigarren und Zigaretten auf der Insel drastisch zu erhöhen, teilweise um das Dreifache. Dieser Schritt wurde unternommen, um die ja, Produktionskosten zu decken, das Haushaltsdefizit zu reduzieren und die Sozialausgaben zu stärken. Die Preiserhöhung, die seit dem 12. April in Kraft ist, betrifft verschiedene Marken und Sorten von Zigaretten und Zigarren. Die filterlosen Zigaretten von Criollo, Titanes und Popular sowie die Marke Aroma, die helleren Tabak enthält, kostet jetzt jeweils 30 Pesos pro Schachteln mit 20 Zigaretten im Vergleich zu den früheren Kosten von 10 Peso. Filterzigarren der Marke H. Upmann oder wie die Kubaner sagen, H. Uman sind jetzt für 50 Pesos erhältlich statt der früheren 25 Peso. Der Preis für eine Zigarre aus der Bodega hat sich ebenfalls verdoppelt und beträgt nun 10 Pesos statt 5 Pesos. Die Regierung plant durch diese Maßnahme das Haushaltsdefizit zu reduzieren und zusätzliche finanzielle Mittel für Sozialausgaben in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Sport und Kultur zu mobilisieren.
Die Ministerin für Binnenhandel, Betsy Diaz Velasquez, betonte jedoch, dass Zigaretten und Tabak kein Grundkonsum für die Bevölkerung sind. Der Vertrieb der Produkte wird schrittweise im gesamten Land erfolgen und mit der Produktion korrespondieren. Es wird erwartet, dass die Produkte zunächst in etwa 30% des Handelsnetzes verfügbar sein werden. Dies könnte zu anfänglichen Engpässen führen, während das neue Preissystem eingeführt wird. Die Regierung schätzt, dass monatlich etwa 34 Millionen Zigarrenschachteln und 12 Millionen Zigarren hergestellt werden müssten, um die Nachfrage zu decken. Luis Frometa Comte, ein Kubaner mit deutscher Staatsbürgerschaft, befindet sich seit 1000 Tagen in einem Gefängnis in Kuba. Er wurde im Zusammenhang mit den Massenprotesten im Juli 2021 inhaftiert. Hier habe ich damals auch berichtet. Seine Familie kämpft unermüdlich für seine Freilassung, obwohl ihm jegliche konsularische Betreuung verwehrt wird. Fromete Comte, der 1985 als Gastarbeiter nach Dresden kam, war 2021 zu Besuch bei Verwandten in Havanna, als er festgenommen wurde. Er wurde wegen Aufruhrs zu 15 Jahren Haft verurteilt, nachdem er eine Demonstration gefilmt hatte. Trotz seiner schlechten Haftbedingungen und eines angeblichen Angriffs im Gefängnis im vergangenen November wird ihm jegliche konsularische Betreuung verwehrt. Seit den historischen Demonstrationen im Juli 2021 kommt es in Kuba nur noch sporadisch zu Protesten, meist aufgrund von Lebensmittelknappheiten und häufigen Stromausfällen, wie zuletzt im Osten Kubas. Doch auch Rufe nach Freiheit werden laut. Die Familie von Luis Frometa Comte appelliert an die kubanischen Behörden, ihn freizulassen und hofft auf internationale Unterstützung, um sein Schicksal zu erleichtern. Das Europäische Parlament hat als Reaktion auf Kubas Einreiseverbot für EU-Abgeordnete beschlossen, kubanischen Nationalversammlungsmitgliedern vorübergehend den Zugang zu seinen Räumlichkeiten zu verwehren. Hintergrund dieser Entscheidung ist eine Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. Februar, die die systematische Verletzung der Menschenrechte durch die kubanischen Behörden anprangert. Die Entschließung warnt vor einer Verschlechterung der Menschenrechtslage auf der Insel und fordert Sanktionen gegen die politische Führung Kubas. Diese Maßnahme ist Teil der Bemühungen des Europäischen Parlaments, auf die fortgesetzten Verletzungen der Menschenrechte in Kuba aufmerksam zu machen. Ich möchte zum Ende nochmal darauf hinweisen, dass ihr in meinem Online-Shop kubanischen Kaffee kaufen könnt. Dort findet ihr Kubita-Kaffee in 3 Varianten. 1 Kilo in Bohnen, 460 Gramm gemahlen in heller Röstung und 460 Gramm gemahlen in dunkler Röstung. Kubita-Kaffee wird nach traditionellen Methoden geerntet, getrocknet und geröstet. Jeder Schritt wird mit Hingabe und Respekt vor der langen Geschichte des kubanischen Kaffees durchgeführt. Die Verfügbarkeit von kubanischem Kaffee ist leider begrenzt, aber Kubita ist eine Marke, die sich durch Qualität und Authentizität ausgezeichnet und durchgesetzt hat. Schaut gerne in meinen Shop rein, sagt es weiter, teilt diese Info. Kubita Kaffee gibt es online zu kaufen bei Der letzte Westkubaner. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung www.derletztewestkubaner.de. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.